Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich möchte heute nochmals über die Kraft der Gedanken sprechen, weil ich finde einfach, das ist das Allerwichtigste, was wir innerhalb von unserer Gesundheit für uns Gutes tun dürfen. Und ich habe dazu eine Diplom-Ingenieurin in Biomedizin eingeladen. Ich sage auch immer wieder, sie ist die Päpstin der Heidelbeeren. Ganz herzlich willkommen, liebe Jutta Suffner. Danke, dass du da bist. Ja, diesen Titel hast du dir verdient, gell? Da musst du durch. Oh Gott. Ja, hallo Alexander, schöne Grüße in die Schweiz. Gerne, herzlichen Dank. Ja, liebe Jutta, ich weiß aus der Neurowissenschaft zum Beispiel oder auch über den Professor Wallach, dass die meisten Gedanken, die wir so denken, uns gar nicht bewusst sind, sondern die laufen unbewusst ab. Das sind so ganz, ganz viele Steuerungsmechanismen im Gang, im Unterbewusstsein. Und ich frage mich immer wieder, wenn wir dieses riesige Potenzial, ich glaube, es sind 93% von allen Gedanken, nutzen könnten für unsere Gesundheit oder für den Genesungsweg, dann wären wir wahrscheinlich ganz neu mit anders, als wir gegenwärtig stehen. Wie siehst du das? Dem kann ich nur beipflichten. Und zwar, wenn man sich überlegt, guck mal, wir denken 60.000, 70.000 Gedanken pro Tag. So, 90% davon sind immer dieselben wie am Vortag, weil wir einfach so konditioniert sind. Okay. Und wenn man sich mal überlegt, du denkst etwas, so, und dieser Gedanke führt ja zu einer entsprechenden Verhaltensweise. So, diese Verhaltensweise, damit machst du eine Erfahrung. Und diese Erfahrung, die führt ja zu einer Emotion. Diese Emotion führt wieder zu deinem Gedanken. Und wenn man sich jetzt, das ist ja wie so ein Kreislauf. Und Emotion ist ja letztendlich das, was uns steuert, was uns handeln lässt. Ich stelle mir das immer so vor, wir nehmen alles auf, was wir sehen, wie so eine Art Rekorder. Du drückst auf Aufnahme, wir nehmen das auf und egal, ob die Situation gut oder schlecht war, wobei gut und schlecht in dem Sinne gibt es ja auch nicht, aber wir bewerten das so, dann wird das abgespeichert. Und wenn ich dann wieder in eine ähnliche Situation komme, dann nehme ich sozusagen aus der Erinnerung, aus dem Unterbewussten dieses Bild raus, vergleiche es mit der jetzigen Situation und gerate zum Beispiel in Angst, in Stress. Und das ist wie eine Kopiermaschine, ja so, wie eine Kopiermaschine. Wie eine Kopiermaschine, genau. Das ist wirklich wie Copy und Paste. Und es gibt, ich meine, da rede ich aus eigener Erfahrung und Frauen wissen das, wir können echt gut denken. Wir haben Gedankenwolken um uns rum und 90% davon sind einfach Müll. Ich sage jetzt nichts. So. Ich sage nichts, ich kann nur verlieren. Das muss ich auch einfach zu mir sagen, weil gerade in dieser besonderen Zeit ist es wirklich eine Herausforderung. Wir sind ja viel im Außen und nehmen diese ganzen Einflüsse auf und dann geht natürlich dein Gehirnprozess immer weiter. Und dann sagt man immer, ja, das Leben ist ja so schlecht und überhaupt. Ich glaube, der Schlüssel ist einfach raus aus diesen alten Verhaltensmustern. Das ist einfach so wichtig und das kannst du nur tun, indem du diesen Rekorder neu programmierst. Das heißt, neue Gedanken machen bedeutet, dass wir hier in neue neuronale Autobahnen bauen, also neue kleine Straßen, Nebenstraßen und nicht immer auf der gleichen Autobahn fahren? Das finde ich jetzt interessant, weil genau das wollte ich sagen. Ich weiß doch nicht, weil ich habe jetzt die Tage noch, es gibt einen Neurowissenschaftler, den Eric Kandel, ist auch ein Nobelpreisgewinner und der hat auch noch mal festgestellt, dass Menschen, die ein Bit an Informationen aufnehmen, die verdoppeln ihre ganzen neuronalen Gehirnverbindungen von 1300 auf 2600. Die Zahl ist jetzt egal, aber sie verdoppeln einfach da oben diese ganzen Verbindungen. Und ich glaube, es ist doch super verständlich, auch wie hier im Straßenverkehr oder im Wald. Wenn ich immer wieder den gleichen Weg gehe, wird aus diesem kleinen Pfad irgendwann eine richtig breite, festgetretene Straße. Und das sind wir natürlich gewohnt, weil es ist uns bekannt. Und alles, was bekannt ist, ist ja erstmal einfach. Und der Schlüssel wäre eben, dann lass doch mal diesen Trampelpfad sein und geh mal einen Weg, der vielleicht noch ganz, ganz hochgewachsen ist mit Gras. Fang einfach mal an, den ganz, ganz leicht zu ebnen. Und da fangen wir wieder bei neuen Gedanken an.
Ja, ich verstehe das, was du da meinst. Es ist irgendwie aber auch immer ein bisschen schwierig. Ich meine, wenn ich jetzt da irgendwo mit dem Auto in die Stadt fahre, in eine Stadt, die ich kenne, da fühlst du dich wohl, hast du überhaupt kein Problem. Fährst du in eine andere Stadt, hast du den Riesenstress, rechts, links, vorne, hinten, allem drum und dran. Also geht man lieber in die Stadt, die man schon kennt, und fährt sich da problemlos durch. Aber wenn ich jetzt dieses Szenario, was ich jetzt gerade gebaut habe, jetzt so Richtung Alzheimer und Demenz hinschauen würde, wäre es ja eigentlich besser, ich würde jede Woche mal in eine andere Stadt fahren, oder? Es geht ja, auch wie dieser Eric Kandel sagte, gehe niemals in den Ruhestand. Und den Satz finde ich wirklich gut. Musste ich grinsen, gut, ja, als ich das gestern las. Er hat aber recht, weil egal, ob du 88 bist oder 20, du kannst immer, egal in welchem Alter, diese neuronalen Autobahnen, diese ganzen synaptischen Verbindungen immer wieder ausbreiten. Das geht. Das hat nichts mit Alter zu tun. Und wir wissen ja auch wirklich, ich habe ja lange am Kernspintomographen gearbeitet, und wir wissen ja auch, wenn Leute dann sagen, ja, das kann ich aber nicht, ich bin zu groß, zu klein, zu dick, zu schwer oder ich liege gerade im Bett, das ist egal, weil egal, ob du dir etwas vorstellst, oder ob es wirklich vor dir abläuft. Es werden immer die gleichen Gehirnareale aktiviert und das ist bewiesen. Also das ist jetzt, es ist einfach Fakt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns dieses Potenzials bewusst werden. Also diese Zeit ist auch für mich jetzt eine sehr, ich sag mal, herausfordernde. Und man merkt einfach, dass man den Sprung wagen soll, mal in etwas Unbekanntes. Und nur dann kannst du auch deine ganzen Gewohnheiten verändern. Denn es gibt einen schönen Satz, wer bist du wirklich, bevor man dir gesagt hat, wer du bist? Weißt du, wir sind nach 9 Monaten Vollpension hier hingekommen. Und mit allen Fähigkeiten, mit allem, was wir können. Und sukzessive werden uns Grenzen gesetzt. Du kannst das nicht, du bist zu groß, zu klein, zu dick, zu schwarz, zu weiß, du bist zu arm, um Geld zu verdienen. So, das nimmt ja auch so ein kleines Wesen auf. Und das ist ja logisch, dass dann irgendwann, das muss man dir nur oft genug sagen, dann denkst du einfach, Interview kann ich nicht. Ich kann nicht vor Menschen sprechen. Medizin studieren kann ich nicht, weil der Lehrer ja gesagt hat, du bist zu doof. Also das sind ja Dinge, die dir von außen aufoktroyiert werden. Und du wirst in deinem Horizont, du wächst ja so, also du bist ja mit einem riesen Potenzial hier auf die Welt gekommen und das wird immer kleiner, kleiner, kleiner. Durch die ganze Gesellschaft, durch diese Programmierungen. Und mit 35 Jahren ungefähr, dann sind diese unbewussten Handlungen bei uns so wie ein Computerprogramm. Und Wiederholung konditioniert deinen Körper. Ja, was alles möglich ist, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben wir auch schon mal dokumentieren dürfen bei einem Vortrag von Professor Gerhard Hütter. Der hat auch bei Schlaganfallpatienten, wo wirklich die eine Hälfte des motorischen Systems unseres Körpers gelähmt war, einfach die andere Hirnhälfte so trainiert, dass plötzlich die rechte Hälfte wieder geht. Also das zeigt ja einfach, es ist möglich, unser Hirn wieder neue Strukturen aufzubauen, neue Autobahnen zu bauen, die diese Sachen übernimmt. Und das andere ist, ich habe kürzlich ein Buch gelesen vom Joe Dispenza über die Macht des Placebos. Auch das ist ja wieder eine gigantische Sache. Also wohin wollen wir heute raus? Es geht eigentlich darum, jeden Tag irgendeine Gewohnheit abzulegen und etwas Neues zu machen, oder? Wie machst du das selber? Ich meine, die Zahnpasta, heute mal rechts Zahnpasta und dann linke dann, oder? Es sind manchmal einfache Dinge. Anstelle sich, beim Frühstück immer auf den linken Stuhl zu setzen, tauschst du mal, setzt du dich auf den rechten Stuhl. Du steigst eben nicht mit dem rechten Bein zuerst auf, sondern mal mit dem linken. Das hört sich jetzt ganz banal an, aber es bewirkt in dir einfach etwas anderes. Putz dir mit rechts die Zähne statt mit links. Kämm dir die Haare anders. Und einfach, um aus dieser Schleife rauszukommen, und ich weiß, wovon ich rede. Also ich bin jeden Tag daran am Arbeiten und ich sehe es ja auch an meinem Delta-Scan, den ich mache. Wenn das, was du in die Menschen einpflanzt, also hört sich jetzt so massiv an, aber das auch, was man von sich gibt, was man sagt, auch Placebo, das ist ja nur ein Symbol für eine Möglichkeit, was alles machbar ist. Und wenn dir ein Arzt sagt, du nimmst jetzt die Pille oder dieses Kügelchen und dir geht es besser,
dann werden ja Prozesse angesteuert, die natürlich in Richtung Gesundheit und Heilung gehen. Und das sehe ich einfach tagtäglich. Und deswegen finde ich es so wichtig, diese Bewusstseinsimpulse den Menschen zu geben und sie rauszukriegen aus dieser Angst, das kann ich ja nicht. Und das ist, jeder von uns kann, wenn er hier nach dieser Vollpension auf die Erde kommt, er kann alles. Und ich glaube, wir alle, die Sendung von dir, egal ob es ein Hüter, Dispenser, Tepperwein, wir wissen bereits alles, aber wir helfen den Menschen nur, sich daran zu erinnern, dass sie es selber können. Weil was wir erzählen, ist ja nichts Neues. Also das gibt es ja in 50 verschiedenen Varianten. Aber dass die Menschen vielleicht mal nachdenken und auch, wenn dann einige sagen, naja, sie haben ja gut reden, das geht ja nicht, das ist nicht einfach. Also ich sage nicht, dass es einfach ist. Also das sehe ich ja selber in meinem Dasein. Davon hat keiner geredet. Aber es ist machbar. Und einfach mal versuchen. Ich meine, damit kann ich mir ja nichts vergeben. Einfach mal dieses positive Gefühl wirklich konservieren. Und wenn es Dankbarkeit, Liebe ist, abends 5 Gedanken aufschreiben, wofür bin ich heute dankbar? Mit ganz, ganz kleinen Dingen anfangen. Ja, sehe ich auch so. Aber auch zurück zu diesen Übungen. Ich finde, das ist ein super Anfang, wenn wir wirklich gewisse Gewohnheiten auf den Kopf stellen. Weil einerseits, wir haben sofort das Bewusstsein drin in dem, was wir tun. Wir tun es nicht einfach wie der Kopiermaschine, sondern wir tun es dann bewusst und wir tun es bewusst anders. Und das bezweckt hier oben unglaublich tolle neue Verflechtungen. Jetzt möchte ich aber zum Kern der Sendung zurückkommen, denn inwiefern können wir denn unsere Macht der Gedanken auch für unsere Gesundheitsfindung einsetzen? Letztendlich ist es der Schlüssel, weil wenn wir mal als Beispiel, ich mache einen Delta-Scan von jemandem oder egal, nicht ich, irgendein Therapeut, macht eine Untersuchung, eine Diagnose und stellt eben fest, okay, da ist jetzt etwas nicht so, wie es sein soll, so nenne ich es einfach mal. Jetzt kann ich natürlich im ersten Moment in der Angst, also dieses Gefühl von Angst, Unsicherheit, Hilflosigkeit richtig in mir brodeln lassen und damit triggere ich natürlich mein ganzes System eher in Richtung Krankheit als in Richtung Gesundheit. Wenn ich aber dann, und das ist einfach wichtig, auch mal die Augen schließe, weil du wirst von außen mit so vielen Reizen voll genudelt, dass du gar nicht abschalten kannst. Aber wenn du bewusst wählst, dir aufschreibst, Moment, wo möchte ich denn jetzt hingehen? Diesen Pfad der Gesundheit, den möchte ich konservieren. Wichtig finde ich, zumindest für mich, schreib's auf. Wie willst du dich sehen? Egal, wenn du in der Krankheit bist, was willst du sehen? Wie willst du wirklich gesundheitlich fit sein? Und je mehr du das machst, desto mehr änderst du deine Gefühle, deine Handlungen, deine Erfahrungen und desto mehr kommst du in diese positive Schwingung in eine andere rein. Und Krankheit, das ist ja nur eine andere Schwingung als Gesundheit. Also letztendlich brauchen wir nur in Anführungsstrichen zu versuchen, unser Energiesystem anzuheben, sodass wir einfach in der Gesundheit schwingen. Ich sage es jetzt mal ganz einfach, aber letztendlich ist das der Schlüssel. Denke und fühle vor allen Dingen. Fühlen ist der Schlüssel, um dieses Positive und auch deine ganze Genexpression und alles optimal anzusteuern. Nicht nur reden oder ein Mantra vor sich hin beten, sondern es wirklich fühlen, in diesem Prozess zu sein. Also wenn man wirklich irgendwo in einer Miserie gefangen ist, sollte man jetzt nicht noch mehr Energie in die Krankheit reingehen, sondern wirklich in das, was du gerade gesagt hast, das, was ich niedergeschrieben habe, da, wo ich hin will. Da stelle ich mir jetzt gerade die ganze Zeit vor, wo wir Corona haben oder hatten, wie die ganze Welt, irgendwie 6, 7 Milliarden Menschen auf der Erde jeden Tag fokussiert Corona-Ängste ausstoßen. Da frage ich mich auch, was das mit dem kollektiven Feld macht an Informationen. Hast du dir diese Fragen auch schon mal gedacht? Ja, extremst in den letzten Wochen. Und auch ich war in der ersten Zeit, wie wahrscheinlich jeder andere, du schaust bei Facebook auf SMS, bei Telegram, oh, was kommt Neues, wo ist es? Und dann, also ich habe es bei mir gemerkt, kam ich richtig in so einen Prozess, wie so ein Stein, der rollt. Du läufst, also Angst kann mir so ein Virus nicht machen, weil wenn du ein gutes Immunsystem hast, so what.
mir hat eher die Sorge gemacht, die Angst der anderen Menschen, also in welche angstvollen Augen ich da geschaut habe, das war wirklich manchmal wirklich erschreckend oder bedrückend. Und deswegen, natürlich soll man sich informieren, aber einmal am Tag 10 Minuten reichen auch. Und dann den Fokus wieder auf die Gesundheit setzen. Das ist ja wie wenn du dir ein Auto kaufen willst. Willst du dir einen roten Golf kaufen, siehst du nur rote Golfs rumfahren. Was anderes ist es nicht. Ja. Und dass man wirklich den Fokus von diesem C-Virus, der könnte auch Eva oder Heinrich heißen, wegnimmt von der Gesundheit und wegnimmt von der Krankheit in die Gesundheit, weil damit stärken wir ja dann dieses ganze kollektive Feld. Wir brauchen dieses Positive und nicht dieses Angstbesetzte, was ja, naja, gewünscht ist. Aber ja, ich sehe das auch immer negativ oder leider Gottes wurde es so negativ gemacht, denn es wäre ja auch eine super Chance gewesen, ich sage immer wieder Corona als Chance, endlich mal den Fokus auf das eigene Immunsystem zu setzen und sagen, hey, nehmt Antioxidantien, esst mal gescheit, dann kann auch hier der größte Virus nur die wenigsten Blattrauer werfen, oder? Das wäre doch eine positive Formulierung gewesen und eine Riesenchance für uns alle. Also ich sehe diese Zeit als Chance und definitiv positiv, weil du wirst auch einfach mal in die Ruhe gezwungen. Und viele Menschen können mit dieser Ruhe oder mit sich selbst mal, und wenn es nur 10 Minuten in Ruhe da sitzen, ohne Handy, ohne alles, dann fangen ja schon die Hamster im Rad an zu laufen. Einfach, dass wir mal von diesen ganzen Einflüssen runterfahren und sagen, so, heute bleibt das Handy zu Hause. Ich fokussiere mich, auf meine Gesundheit und dann kannst du auch wieder deiner Intuition folgen. Dann versteht man auch mal wieder, was du selbst möchtest. Und auch ich habe ja gemerkt, wie ich gefangen war in diesem Hamsterrad. Hier und da musst du und du musst gar nichts. Müssen musst du nur, wenn du die Hose in den Knien hast. Aber ansonsten musst du nie. Klar. Und das sind so Dinge, ich sehe es definitiv als Chance und ich hoffe, dass das viele, viele Menschen auch so sehen und dass wir es als solche auch nutzen können, um eben neues Bewusstsein aufzubauen. Ich weiß noch nicht, wenn so viele Milliarden Menschen täglich Angst ins Feld eingeben, wie lange es das braucht, um wieder bereinigt zu werden, eigentlich in eine ganz andere Schwingung reinzukommen, die wir uns alle wünschen, sind wir jetzt eigentlich eher nochmals auf die andere Seite abgedriftet. Wenn die Leute Abstand von sich halten und mit 2 Meter Abstand einem begegnet und so weiter, das sind genau die Dinge, die eben auch mit unserem Geist, mit unserem Bewusstsein zu tun haben, mit dieser Macht unserer Gedanken, die hier einfach ganz klar in eine ängstliche, in eine negative Spirale abrutschen. Aber ich glaube, es ist wichtig, jeder von uns, ob klein, groß, jung, alt, jeder ist gar kein kleines Licht, sondern ein großes Licht. Und wenn jeder zu Hause schon einfach diese positiven Gedanken reinnimmt, dieses positive Gefühl, guck mal, aus diesen, und wenn es nur 1000 kleine Lichter sind, daraus wird eine große Flamme. Und diese große Flamme kann wieder auf andere übergreifen. Also jeder hat das Potenzial und jeder kann was tun. Also bitte nicht denken, ach ja, ich kann ja nichts machen und aus irgendeinem Grund. Jeder kann etwas machen. Jeder einzelne positive Funke kann dieses System kippen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich dessen Potenzial bewusst wird. Ich habe noch eine wichtige Frage, und zwar weiß ich ja auch, dass es in der modernen Forschung, in der Medizin auch sogenannte Informationsscanner gibt, Systeme, wo man auch einen Menschen scannt und Informationen kriegt über seine Gedankenstruktur. Ist das etwas, was du auch selbst anwendest bei Patienten? Ja, also bei mir ist es hier jetzt der Delta-Scan. Es gibt verschiedene Systeme, die sind alle super gut. Für mich ist jetzt eben meins am besten. Jeder hat so sein Ding. Und das Schöne ist halt, ich mache es auch per Ferne. Es ist wissenschaftlich und von der Schulmedizin nicht anerkannt. Das muss ich dazu sagen. Aber gut, das ist ja auch in Ordnung so. Und das Schöne ist einfach, egal ob einer hier ist oder, was weiß ich, in Neuseeland, da kommt jetzt die weiteste Dame her, egal wo du liegst, du verbindest dich mit diesem Feld über eine Blutprobe oder über einen Haarbüschel und kannst dann entsprechend diese Informationsfelder auslesen und auch therapieren. Und wer sich ein bisschen mit Quantenphysik, Quantenmedizin beschäftigt, für den wird es ja ganz logisch sein, dass es funktioniert. Und ich bin sehr, sehr dankbar, weil ich über meine eigene Geschichte dazu gekommen bin. Und für mich ist es nicht die Zukunft, sondern es ist jetzt schon da. Ich merke, immer mehr Menschen haben dieses Interesse oder können es vielleicht nicht ganz greifen, aber sie versuchen es mal. Und
Es tut sich immer etwas. Das heißt also, in der modernen Medizin, in der neuesten Wissenschaft wird jetzt auch die Gedanken, die destruktiven Gedankenstrukturen von Menschen bereits beobachtet, analysiert, ihnen den Spiegel hingehalten und gezeigt, wie sie aus diesem Dilemma herauskommen können. Das ist schon unglaublich. Jetzt nutzen wir ein viel größeres Potenzial. Hä? Und das Verrückte ist ja, Alexander, es ist ja schon immer da gewesen. Wir haben es ja schon alle. Und auch ich habe jetzt 54 Jahre gebraucht, um mal langsam dahinter zu steigen. Andere, ich kenne 20-, 25-Jährige, die sind, oh Gott, wäre ich damals schon so weit gewesen. Oder Kinder, 10, 12 Jahre, das ist Wahnsinn, was die für eine Intuition haben und sich auch nicht von außen alles zudecken lassen. Wir wissen ja alle, es ist ja alles da und wir helfen uns einfach nur gegenseitig, uns wieder daran zu erinnern, zu was wir wirklich alles fähig sind. Und ich glaube, die Angst vor dem Unbekannten loszulassen und einfach mal einen Sprung zu wagen. Also aus meiner Erfahrung sollte man es einfach öfter mal tun. Das ist so, ja, das ist so. Na, du hast dir auch den Titel gegeben, was ich super gut finde, ehrlich gesagt, Jutta Suffner, Expertin für chronische Gesundheit. Da ist es ja schon wieder, die Kraft des Wortes, der Gedanken, wohin die Reise gehen soll. Und nicht für chronische Krankheiten, oder? Genau das ist es. Und ich meine, vor 20 Jahren war ich ja echt mal ein paar Jahre außer Gefecht gesetzt. Und das ist so mein Ziel. Die Leute müssen ja nicht den gleichen Mist machen, den ich damals gemacht habe, sondern wenn ich da, egal in Vorträgen, Seminaren, Beratungen, einfach einen Impuls setzen kann, dass die Menschen wieder merken, oh wow, hier kann ich alles selbst regeln. Klar brauche ich dazu mal eine Nahrungsergänzung. Vitalstoffe wissen alle, dass das nicht mehr in der Nahrung ist, wie es mal war. Keine Frage. Aber dieses ganze Bild wird rund, wenn du von der Ernährung über die Bewegung, hier eine Informationsmedizin mit gesundem Schlaf, wenn du das alles rund machst und vor allen Dingen mach das, was du liebst und hör auf zu arbeiten. Jetzt lassen wir noch eine rhetorische 10-Sekunden-Pause, weil das war schon sehr tiefsinnig gerade. Hey, mit dir könnte ich noch irgendwie so ein bisschen philosophische Sendungen machen, gell? Das war echt... Also ich hätte auch gerade noch einen Satz, den habe ich heute Morgen gelesen und da habe ich gedacht, das könnte ein schöner Abschlusssatz sein. What a caterpillar calls the end, the world calls a butterfly. Also was die Raupe als Ende betrachtet, ist für die Welt ein Schmetterling. Ah, ja, absolut. Und da haben wir es wieder. Hä? Und das hat mich heute Morgen echt berührt und habe ich gedacht, der Satz, der sagt einfach alles. Super. Liebe Jutta, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen über die Macht der Gedanken zu sprechen. Ich wünsche mir viel, viel mehr, dass sich das noch viel, viel mehr verbreitet, diese Ansätze der Medizin in der neuen, modernen Medizinseite, dass wir diese Aspekte wesentlich mit einbeziehen, aufpassen, dass wir keine Nocebos setzen, sondern nur noch positive Placebos setzen, achten auf das Wort, das ist halt einfach wissenschaftlich gut dokumentiert, dass hier sehr viel Macht drin steckt. Also, Jutta, ich wünsche dir einen hohen Norden rauf. Alles Gute. Danke, dass du hier im Studio gerade gewesen bist. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wünsche ich auch Besonnenheit, viele, viele neue Gepflogenheiten, morgen mal mit dem anderen Fuß aufzustehen und mit der anderen Zahnpasta, mit der anderen Hand die Zähne zu putzen, einfach mal um das Hirn ein bisschen umzustrukturieren, aus den reinen Kopiervorgängen heraus. Es wird ein neues Blatt hingelegt, es wird neu kopiert und jeden Tag irgendwas anderes zu machen. Und bitte achten Sie auf die Wahl Ihrer Gedanken und Ihrer Worte, denn die haben Kraft und Energien. In diesem Sinne, alles Gute, bye bye, auf Wiedersehen, bis ein anderes Mal. Ade miteinander.